Mit dieser Taktik schafft auch ihr die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 29 neutronomisch. Dafür müsst ihr in Runde 100 oder höher das Paradox Junction Easter Egg abschließen. Mit dem gezeigten Loadout seid ihr extrem schnell und schockt und betäubt dauernd alle Zombies in eurer Umgebung. Ihr könnt die Visitenkarte gut mit der Visitenkarte Nummer 28 Chronomant kombinieren. Dafür müsst ihr das Easter Egg abschließen, ohne den Teleporter zu benutzen. Erstellt euch zuerst einen Bauplan für die MP-MPC-25. Den Waffenbauer-Code findet ihr in der Beschreibung. Beachtet, dass ihr einmal Prestige mit der Waffe gemacht haben müsst und alle gezeigten Aufsätze freigeschaltet habt. Erstellt euch danach einen Bauplan für die Pistole Koda. Nutzt auch hier den Prestige-Aufsatz, den ihr nach einmal Prestige freischaltet. Den Code findet ihr auch in der Beschreibung. Erstellt euch 2 Kaugummi-Pakete. Nutzt für den Start Totengabe, um Schrott für High Rounds zu sammeln. Nutzt zusätzlich Nachgeschmack oder Kaugummis, mit denen ihr Extras bekommt, damit ihr so früh wie möglich alle dauerhaften Extras habt. Nehmt für das Paket für den Bosskampf Lagerkoller, Regentropfen und Kraftpass mit, damit ihr eure Kasimir-Granaten und den Ätherschleier öfter auffüllen könnt. Rüstet für Stehvermögen-Waffen hoch, Quarterback und heißer Fuß aus. Für Schnellwiederbelebung, äquivalenter Austausch, schnelle Genesung oder karmische Rückkehr und langsamer Tod. Für Juggernog reaktiver Panzer, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Tempo-Cola Munitionszuschuss, Schnellwechsel und schneller Pitcher. Für Gaia-Elixier faulige Aufrüstung, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Plattenjäger. Für Todesdaikiri toter Kopf, totes Rennen und toter Satz. Für Doppelschuss, doppelte Wirkung, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für Elementarlimo, Elektrokirsche, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Irrlichtee Maske der Güte, Erweiterung und Dynamik. Rüstet für den Tote-Leitung Munitionsmod Blitzschlag, Dynamik und Erweiterung aus. Nutzt den Mod für den Bosskampf. Rüstet für Feuerwerk irgendeine große Augmentierung, Sternlicht und kurze Lunte aus. Nutzt den Mod für High Rounds. Rüstet für hirnvolle beißende Dämpfe, Erweiterung und Dynamik aus. Nutzt den Mod gegen Mimiker und in High Rounds. Rüstet für High Rounds die Giftpflanzen-Feldaufrüstung mit Nesselstoff, grüner Daumen und Extraladung aus. Und für den Bosskampf den Ätherschleier mit Äthersprint oder im Koop Gruppenschleier, Extraladung und Erweiterung. Spielt am besten mit 4 Spielern und plant genug Zeit ein, bis zum Bosskampf dauert es ungefähr 5 Stunden. Spielt bis zum Bosskampf am besten so, dass alle bis auf einen die Giftpflanzen nutzen und einer den Ätherschleier behält, um im Notfall alle wiederzubeleben. Startet den Verflucht-Modus auf Paradox Junction. Aktiviert so viele Relikte, damit Reliktstufe 2 aktiv ist, um die goldene Panzerung und Waffenseltenheit ultra freizuschalten. Holt euch die MP aus der Kiste und kauft euch die Koda im normalen Duketown vor dem grünen Haus. Ihr seid mit der MP extrem schnell und schießt auch ohne zu zielen präzise. Ihr seid damit schneller als mit dem Messer und fast schneller als die Strahlenköter, sodass sie euch kaum treffen. Ihr bekommt beim Nachladen einen Temposchub durch die Tempo-Cola-Augmentierung Munitionszuschuss. Je leerer euer Magazin ist, desto stärker ist der Temposchub. Ihr könnt auch während dem Sprinten schießen, wegen der Stehvermögen-Augmentierung Waffen hoch. Killt Zombies mit Ausrüstung, um durch heißer Fuß einen noch stärkeren Geschwindigkeitsschub zu bekommen. Belebt ihr einen Kameraden wieder, seid ihr wegen der Schnellwiederbelebung Augmentierung schnelle Genesung fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Macht alle Schritte für das Easter Egg. Vergesst nicht, dass ihr den Teleporter nicht benutzen dürft, wenn ihr euch auch die Chronomant-Visitenkarte holen wollt. Schaut daher immer, dass ihr alle möglichen Schritte bis zur nächsten Munitionsrunde, die alle 6 bis 7 Runden kommt, abgeschlossen habt. Stellt euch in höheren Runden alle zusammen an der Trinity Avenue bei der Garage in die Ecke. Schaut, dass ihr die goldene Panzerung, den Feuerwerk und hirnvolle Munitionsmod und alle Extras habt. Macht auch immer die TED-Aufgaben, um euch so früh wie möglich alle dauerhaften Extras zu holen. Sobald eine Panzerplatte zerstört wird, werden wegen der Juggernog-Augmentierung reaktiver Panzer alle Zombies in der Nähe betäubt. Die goldene Panzerung fängt immer an, wenn ihr 5 Sekunden keinen Schaden nehmt, eine neue Platte zu generieren. Schockt zusätzlich alle Zombies beim Nachladen durch die Elektrokirsche-Augmentierung von Elementarlimo. Platziert nacheinander schräg Giftpflanzen und stellt euch so hin, dass die Zombies in einer Linie auf euch zulaufen. Haltet dauernd in einer Linie drauf und wechselt regelmäßig die Waffen, um Munitionsmods auszulösen. Hier ist auch der aufgeladene Schuss der Thundergat ganz gut.
Stellt euch immer wieder in die Gaswolken, die durch die Gaia-Elixier-Augmentierung faulige Aufrüstung erscheinen, um eure Feldaufrüstung aufzuladen. Werft Kasimir-Granaten, wenn es eng wird. Konzentriert euch immer auf Mimiker, sobald einer spawnt. Habt ihr in höheren Runden noch viel Schrott übrig und eure beiden Waffen schon auf Ultra, kauft immer wieder Geschütze und Kasimir-Granaten, um die Runden schneller zu beenden. Nutzt sonst den Lagerkoller-Kaugummi, um eure Kasimir-Granaten wieder aufzuladen. Holt euch ab Runde 100 alle die empfohlenen Kaugummis für den Bosskampf. Rüstet Tote Leitung bei der MP und Hirnfäule bei der Koda aus. Holt euch 3 Kasimir-Granaten und Molotovs. Mit den Molotovs könnt ihr Feuertornados beim Bosskampf blockieren. Holt euch dann noch ein Selbstwiederbelebungskit und eine Kriegsmaschine und startet den Bosskampf. Ein komplettes Gameplay zum Bosskampf ab Runde 100 findet ihr in der Beschreibung. Zusätzlich habe ich das Loadout Solo mit aktivem Krawallstarter beim Boss getestet. Auch das findet ihr in der Beschreibung. Beim Bosskampf ab Runde 100 spawnen schon ab der ersten Phase Mimiker. Benutzt immer die Koda mit Hirnfäule, um sie schnell zu killen. Konzentriert euch danach zuerst auf die Strahlenköter und dann auf Zombies. Rutscht durch Giftpfützen, um durch die Umweltschützer-Augmentierung von Dr. Niete keinen Schaden zu bekommen. Zieht die Zombies am Anfang auf der großen freien Fläche beim Boss und lauft dann nacheinander zu den Zysten, um sie mit Seelen zu füllen. Sprecht euch beim Verteidigen der Zwillinge ab, wer Kasimir-Granaten wirft. Es reichen, wenn ihr noch ein bisschen mitschießt, 2 Kasimir-Granaten pro Verteidigungsspot. Konzentriert euch, während die Kasimir-Granate aktiv ist, nur auf die Mimiker. Schießt down mit der MP, um die Zombies in der Umgebung mit dem Tote-Leitung-Mod zu schocken. Rutscht in Zombies, um sie schnell zu killen und Zombies in der Nähe umzuwerfen. Nutzt sonst für die Verteidigungsphasen noch die Kriegsmaschine. Nutzt Lagerkoller, wenn euch die Kasimir-Granaten ausgehen. Nutzt Kraftfass, wenn euer Ätherschleier leer ist. Nutzt den Ätherschleier nur im Notfall, damit ihr alle wieder beleben könnt. Hebt ihn euch sonst für die Schadensphase auf. Aktiviert in jeder Schadensphase den Ätherschleier. Stellt euch so hin, dass ihr den Weg vor euch mit einem Molotow blockieren könnt, damit keine Feuertornados durchkommen. Schießt dann in Ruhe auf den Boss. Nutzt, um Schaden zu machen, die Koda statt der MP. Werft in jeder Schadensphase auch eure restlichen Kasimir-Granaten. Nutzt pro Schadensphase einen Regentropfen-Kaugummi, sobald eure Kasimir-Granaten leer sind und ihr keinen Ätherschleier mehr habt, um weiter in Ruhe auf den Boss schießen zu können. Vergesst nach jeder Schadensphase nicht das maximale Munition-Power-Up einzusammeln. Wiederholt das Ganze in Phase 2. Achtet zusätzlich auf das Herz, das Feuerbälle in euer Gebiet schießt. Bringt in Phase 3 jeweils einen gequälten Zombie zu jedem der 3 Schleimhaufen und killt ihn, sobald sich ein Strahl verbindet. Zieht dafür alle bis auf einen Spieler Zombies in der Trinity Avenue und killt keine Zombies. Ein Spieler kann dann beim Boss bleiben, bis ein gequälter Zombie spawnt und einen nach dem anderen in Ruhe zu den 3 Schleimhaufen bringen. Achtet in Phase 3 beim Verteidigen der Zwillinge zusätzlich auf Feuertornados. Blockiert sie mit Molotovs oder lockt sie weg, indem ihr das Gebiet kurz verlasst. Nutzt in der letzten Schadensphase dann alles, was ihr noch habt. Habt ihr den Boss besiegt, erhaltet ihr die Visitenkarten.